Leinenlos heißt es hier im Berliner Westhafen für das erste Binnenschiff für den Gütertransport, das rein elektrisch fährt. Die Electra ist das Ergebnis eines Forschungsprojektes der TU Berlin unter der Leitung von Schiffbauingenieur Prof. Gerd Hohlbach. Ja, unser Grundziel ist eigentlich zu zeigen, dass Binnenschifffahrt emissionsfrei geht. Das heißt wirklich frei von Schadstoffen jeglicher Art. Frachtschiffe transportieren auf deutschen Binnengewässern jährlich etwa 180 Millionen Tonnen Güter. Noch fahren sie mit Diesel. Elektrische Antriebe waren bisher undenkbar. Der Grund? Auf solchen Schiffen ist kein Platz für die Masse an Batterien, die für lange Strecken nötig wären. Und es gibt entlang der Wasserwege keine Ladeinfrastruktur. Mit der Electra hat das Berliner Entwicklerteam nun ein Schiff aufs Wasser gebracht, das mit einem Mix aus Batterien und Wasserstofftechnik auch weite Strecken rein elektrisch fahren soll. Wir haben ein Gesamtsystem, was ein Hybridsystem ist, was aus 3 Energiequellen besteht. Unsere Brennstoffzellen können bis zu 300 Kilowatt an Leistung abgeben. Brauchen wir mehr, so wird automatisch der Akku zugeschaltet. Brauchen wir weniger, können wir mit den Brennstoffzellen die Akkus laden. Im Regelfall fahren wir deutlich mit einer Leistung unter 300 kW, sodass wir auch die Brennstoffzellen im optimalen Wirkungsgrad betreiben können. Zu diesem Gesamtsystem gehören Akkus im unteren Schiffsrumpf, Brennstoffzellen auf dem mittleren sowie Wasserstofftanks auf dem hinteren Deck des Schiffs. Im Zusammenspiel sollen diese Energiequellen Fahrten über mehrere 100 Kilometer möglich machen. Dabei muss die Electra natürlich später auch Ladung transportieren. Denn sie ist ein Schubschiff und bewegt einen sogenannten Leichter vor sich her. Letztendlich ist unser Ziel, dass wir beweisen können, dass wir mit einer Energieladung, die wir an Bord haben, sicher nach Hamburg kommen und dort Ladung absetzen können. Der Energiebedarf muss genau berechnet werden. Dafür sind immer wieder Testfahrten nötig. Heute geht es auf eine 20 Kilometer Strecke im Verband mit einer 65 Meter langen Ladefläche, die allerdings noch leer ist. Wir haben die Electra erst alleine gefahren, dann mit immer größeren, immer schwereren Verbänden, um wirklich sicher zu sein, dass unsere Energieprognosen, die wir gemacht haben, auch in der Realität zutreffen, weil wir wollen ja nachher nicht irgendwo in der Elbe oder wo auch immer im Elbe-Seitenkanal liegen bleiben. Deshalb hat Professor Hohlbach heute die Füllstände der Akkus besonders im Blick. Man sieht hier zum Beispiel den Backbord- und den Steuerbord-Akku. Da oben stehen eben die Füllgrade. Das heißt, wir haben so ungefähr jetzt so 89–88% sind die Akkus gefüllt. Also von den 2 Megawattstunden, die wir an Bord haben. Die Akkus sind unten im Schiffsrumpf verbaut. Jetzt steigen wir mal runter in den Akkuraum. Müssen wir hier die Luke ein bisschen öffnen und kommen dann quasi in ein Teil, in ein Herzstück. Das Gewicht der 250 Lithium-Ionen-Akkus mussten die Entwickler gleichmäßig im Schiffsrumpf verteilen. Das sind also von der Größenordnung her inklusive Verkabelung. Man sieht, die ist sehr, sehr aufwendig, ungefähr 25 Tonnen, dass das Akkusystem wiegt. Das ist genau einer der Gründe, warum wir das eben möglichst tief haben wollen, damit der Schiffsschwerpunkt muss einfach tief bleiben, damit das Schiff stabil schwimmt. Eine Aufgabe der Akkus ist es, die 2 Elektromotoren im hinteren Teil des Schiffs zu versorgen. Allein mit der gespeicherten Energie käme die Electra allerdings nur 80 Kilometer weit. Der Verbrauch eines Schubschiffs ist hoch. Für mehr Reichweite, bis Hamburg sind es mehr als 400 Kilometer, hat die Electra eine zusätzliche Energiequelle an Bord. Wir sind jetzt hier im Bereich der Wasserstofflagerung. Das heißt, wir haben einerseits die großen Bündel, das sind 12 Flaschen mit 12 Kilogramm Wasserstoff, den wir nutzen können. Und hier wird quasi angeschlossen, man sieht es, die dicken Leitungen, das sind sozusagen die Zentralleitungen, wo der Wasserstoff angeschlossen wird und dann eben der Brennstoffzelle zugefügt wird. Auf dem letzten Drittel der Testfahrt ist geplant, dass das Schiff mit Wasserstoff weiterfährt. Der Übergang sollte ohne Stopp funktionieren. Ab jetzt werden die Motoren von der Energie aus den Brennstoffzellen angetrieben. Ebenfalls abgasfrei. Die einzige Emission außer einem Geräusch, die wir ein bisschen haben, ist letztendlich, hier kommt erwärmte Luft raus, die ein bisschen mit Wasser getränkt ist, also ein bisschen Wasserdampf.
Bei der Rückkehr in den Hafen geht's stromabwärts. Die Motoren verbrauchen weniger Strom, als die Brennstoffzellen liefern. Jetzt können damit sogar die Akkus im Schiffsrumpf wieder aufgeladen werden. Was heißt das für die geplanten Fahrten nach Hamburg? Also eine Hochrechnung, ob wir nach Hamburg kommen mit dem Verband, die ist relativ simpel. Wir haben mehr als ausreichend Energie. Mit einem voll beladenen Schiff ist das eben eine ganz andere Geschichte. Nach weiteren Testfahrten mit mehr und mehr Ladung soll die Electra im kommenden Jahr tatsächlich Waren in die Hansestadt bringen.